Ein Hauptbestandteil von FOD ist die Verwaltung und Bearbeitung von Dokumenten. Wenn Sie noch nie mit einem Dokument in FOD gearbeitet haben, empfehlen wir Ihnen, sich vorher das Video Dokument anlegen anzuschauen. Dort werden alle Basics erklärt, zum Beispiel wie ein Dokument aufgebaut ist, welche Registerkarten es gibt und wie Sie überhaupt ein Dokument anlegen können. In diesem Video beschäftigen wir uns mit der Freigabe von Dokumenten an andere Benutzerinnen. Grundsätzlich gilt: Die Person, die ein Dokument angelegt hat, ist immer Eigentümer des Dokuments und bis zum Zeitpunkt der Freigabe auch die einzige Person, die das Dokument ansehen und bearbeiten kann. Und sie allein entscheidet über die Vergabe von Zugriffsrechten an andere Personen oder Gruppen. Möchten Sie eines oder mehrere eigene Dokumente freigeben, so wählen Sie im Hauptmenü Freigabe den Menüpunkt Freigabe Dokument. Anschließend erscheint der bekannte Öffnen-Dialog, in dem sämtliche eigene Dokumente aufgelistet sind. Hier wählen Sie nun das oder die Dokumente aus, die Sie freigeben wollen. Mit Shift oder Steuerung können Sie mehrere Dokumente per linken Mausklick anwählen. Anschließend bestätigen Sie Ihre Auswahl mit Klick auf den Button Auswählen im unteren Teil des Öffnen-Dialogs. Nun können Sie auswählen, an wen Sie Zugriffsrechte vergeben und welche Elemente des oder der Dokumente, damit einhergehend welche Rechte, Sie freischalten möchten. Sie können die Dokumente einzelnen Personen, einzelnen Projekten und/oder allen freischalten. Zugriffsrechte an einzelne Personen können über den Button Hinzufügen unterhalb der Zeile Freigabe für Personen vergeben werden. Sie können aus einer Liste sämtlicher Personen des Systems wählen. Die Freigabe der Dokumente für Gruppen, Projekte, Arbeitskreise oder Workshops funktioniert nach dem gleichen Prinzip. Hierbei erscheint eine Auswahlliste aller Projekte, die in dieser FOD-Instanz angelegt wurden. Bei der Freigabe für alle Benutzerinnen der Instanz erscheint nach dem Betätigen des Hinzufügen-Button sofort die Auswahl der freizuschaltenden Elemente und Rechte. Sie können jeweils entscheiden, welche Elemente des oder der Dokumente Sie für die ausgewählten Nutzerinnen freischalten möchten. Zur Auswahl stehen Inventarisierung, Kurzerfassung, Text, Kommentar und Anhang. Dies entspricht den Typisierungen der Registerkarten in ihren Dokumenttypen, die bei der Konfiguration der FOD-Instanz von der Administration vergeben wurden. Danach wählen Sie aus, ob Sie Ihre Dokumente nur zum Lesen oder auch zum Schreiben freigeben möchten. Nachdem die gewünschten Elemente mittels Häkchen markiert worden sind, wird die Auswahl mit dem Button Übernehmen bestätigt. Erst dann wird die Freischaltung aktiviert und die ausgewählte Nutzerin, Projektgruppe oder alle können die freigeschalteten Dokumente einsehen und gegebenenfalls bearbeiten. Noch ein Hinweis: Wenn Sie ein Dokument zum Bearbeiten freigeben, werden automatisch die Notizen, die zu diesem Dokument angelegt wurden, mit zur Bearbeitung freigegeben. Die Annotation mit einem Analyseindex-Eintrag können Sie nur sehen, wenn Sie zumindest die Leserechte an dem entsprechenden Analyseindex besitzen. Wie die Freigabe von Indizes funktioniert, erklären wir in einem anderen Video, das wir am Ende dieses Videos verlinken. Um nicht mühevoll aus dem Gesamtkorpus einzelne Dokumente für die Freigabe heraussuchen zu müssen, können Sie auch zuvor Mappen anlegen. Wie das geht, zeigen wir Ihnen in dem Video Arbeiten mit Mappen oder Sie können dies in unserem Handbuch nachlesen. Haben Sie eine Mappe mit Dokumenten, die Sie freigeben möchten, dann gehen Sie über den Menüpunkt Freigabe von Dokumenten in Mappe. Sobald Sie die Mappe ausgewählt haben, deren Inhalt freigegeben werden soll, gehen Sie nach dem gleichen Prinzip vor wie bei der eben beschriebenen Freigabe eines einzelnen Dokuments. Möchten Sie sich darüber informieren, welche Zugriffsrechte für ein Dokument bereits existieren und möchten Sie diese gegebenenfalls ändern? Wählen Sie den Menüpunkt Freigabe Dokument an und wählen das gewünschte Dokument im Öffnen-Dialog aus. Im sich daraufhin öffnenden Fenster Freigabe für einzelnes Dokument können Sie den Freigabestatus des angewählten Dokuments einsehen und die gewünschten Änderungen vornehmen. Möchten Sie sich lediglich einen Überblick zu bereits erteilten Freigaben verschaffen, wählen Sie unter dem Hauptmenüpunkt wahlweise Übersicht Dokumentfreigabe, Übersicht Dokumentfreigabe in Mappen oder Übersicht Analysefreigaben.
Im sich nun öffnenden Browserfenster wird Ihnen eine Liste der Freigaben angezeigt. Aber Achtung! Die Zurücknahme von Leserechten ist allerdings nur so lange möglich, wie die Person, für die der Datensatz freigeschaltet wurde, das Dokument noch nicht im Rahmen der Quellenanalyse indiziert hat. Ist dies der Fall, erfolgt eine entsprechende Rückmeldung und die Rücknahme der Freigabe wird nicht gewährt.